Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends that won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not setting out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh, look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching out from the west side of that old town, but there's no show till I go down to the open mic. Show love to the real ones that know now. Some of y'all don't know now. In a couple months. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Ihr bekennt mich ja wahrscheinlich aus dem einen oder anderen Video. Ich bin Jannis, das ist mein Vater. Ich bin Jan, hi. Wir wollen uns erstmal bedanken für die ganze schöne Resonanz auf unsere Golf-Videos, die wir gemacht haben. Da scheint ja doch wohl größeres Interesse zu sein, als wir gedacht haben. Deswegen ja, gibt es jetzt heute den zweiten Teil zu dem Thema. Und ja, ich würde sagen, du fängst einfach direkt mal an hier mit unserer Fragerunde, ne? Zweiter Teil, heute Fragen und Antworten, mal wieder. Aber diesmal nicht allgemein, sondern eben nur VW Golf, Ja, unser neues 7R-Projekt. Genau, das mal ein bisschen aufzuklaren. Ja, wollen wir loslegen. Und zwar, erste Frage lautet, das gibt es doch schon seit einem Jahr, der ist doch schon bei Autobild gefahren. Stimmt. Da hilft nur ein Satz, gut Ding will Weile. Das läuft schon ein bisschen länger, weil wir den Entwicklungsaufwand beim VW so ein bisschen unterschätzt hatten. Ja, und man muss auch sagen, wir haben viele Sachen ausprobiert, haben zuerst versucht, in eine ganz andere Richtung zu gehen mit dem Auto und haben dann irgendwann beschlossen, dass wir das dann doch ja, bei dem Motor nicht ganz übertreiben, wie wir es zuerst vorhatten. So sieht's aus. Bei Porsche die Materialien und die Basis ist einfach deutlich besser. Bei dem VW war es sehr, sehr schwer, weil viele Sachen echt auf den Punkt konstruiert sind und man da einfach als Bolt-on da nicht gleich richtig Dampf drauf machen kann und auch mit großen Leistungsstufen, selbst wenn wir Innereien umbauen, bei vielen Dingen komplett ans Limit gestoßen sind. Ja. Naja, und deshalb haben wir für unser Auto bestimmt schon 5 Motoren gebaut. Locker. Kommt gut hin. Man muss aber auch sagen, die ersten Programmierer, die wir auf den Autos hatten, haben uns das auch leider ja, kaputt gemacht. Ja, ist auch so, ist immer eine Kombination aus allem. Klar. Scheiße gelaufen, am Programm scheitert es jetzt nicht mehr und an den Teilen, die wir verwenden, zum Glück auch nicht mehr. Deshalb haben wir jetzt endlich ein Programm zusammen. Und deshalb hat es so lange gedauert. Aber jetzt ist das auch 9FF. Alles. So, ja, hier ist noch eine Frage, wie lange dauert so ein Umbau? Klar, es kommt natürlich immer darauf an, wie umfangreich ist der Umbau, welches Tuning-Paket wählt man. Ne? Das fängt natürlich an bei einer Stage 1 ne, mit Downpipe, Software und ein bisschen Kleinigkeiten bei 380 PS. Ne? Man kann auch mit Serienmotor 450 machen, das dauert natürlich ein bisschen länger, weil man natürlich deutlich mehr Teile umbauen muss. Genauso wie bei einer 450, 500 PS Variante ist natürlich wichtig, dass man schon Auspuff und eine Downpipe hat. Das fertigen wir alles im Hause. So, da wir natürlich halt aber auch noch viele andere Projekte haben, ja, geht das dann halt immer so ein bisschen Step by Step. Deswegen kann es dann sein, dass sowas dann natürlich auch mal, was heißt ein bisschen länger dauert, aber ein paar Tage Zeit benötigt. So, wenn man jetzt natürlich gleich sogar sagt, man möchte so eine große Variante haben auf dem Motortyp EA888 Gen 3, so eine 650 PS Variante, ne, mit Motor ausbauen, zerlegen, unsere ganzen Bearbeitungsschritte, das kann dann schon mal ja, zwischen 3 und 5 Wochen dauern. Ja, locker. Ja. Locker. Weil wir müssen auch einige Teile weggeben zum Bearbeiten. Wir können nicht alles im Hause machen, ob es Blockbearbeitung ist oder andere Sachen, Kurbelwelle wuchten. Das müssen wir auch außer Haus geben und da hängt es dann auch immer davon ab, wie gut sind die gerade personell besetzt und wie läuft das da gerade. Aber normal kann man sagen, ich würde mal sagen, so eine Bolt-on-Sache zwischen 1 und 2 Wochen, ja. Je nachdem, ob eine Auspuffanlage auch noch angefertigt werden muss bei uns. Wenn man sagt Professional Kit, das sind bei uns die, wo der Motor aufgemacht wird, da braucht man eigentlich unter 3 Wochen gar nicht drüber nachzudenken. Also kann man sagen, irgendwo zwischen 3 und 6 Wochen hätte ich jetzt mal so gesagt. Vorlauf ist relativ gering, 1 bis 2 Wochen, also kommen wir da jetzt im Winter ideal dran an ganz viele Golfs. So, ich habe hier noch so eine Frage und zwar Zeiten. Ja, also Zeiten haben wir ja, mit jeglichen Paketen mal ausprobiert, sind wir schon gefahren. Ja, was für uns eigentlich am interessantesten ist, ist eigentlich immer 100, 200. Wir sind eigentlich nicht so die Fans von 0 auf 100 zu messen, weil es einfach eine sehr hohe Belastung ist fürs Auto. Ja, da wir meistens oder viele Kundenautos bisher gemacht haben, habe ich jetzt mir gedacht, ich quäle jetzt nicht das Kundenauto. Am Schluss passiert dann doch mal was und man selber ist dann der Doofe. Ja, wenn man das machen will, soll man das für sich selbst ausprobieren. Wir sind da nicht so die Fans von. Wir machen es mit dem Porsche ja auch nicht. Ja, und aus dem Stand ist ja auch eben extrem abhängig von
Reifen, Ja. Reifentemperatur, Reifenluftdruck, Asphalt. wie ist die Straße, genau, wie ist der Reifwert auf der Straße, mache ich es auf dem Flugplatz, mache ich es auf der Straße, ja, starte ich auf dem Zebrastreifen, der schon klebt, da hat man ja 100 Variablen, bei 100 auf 200, da muss man schon viel Leistung haben, damit da Reifen und alles noch einen Einfluss hat. Da kann man einfach messen und vergleichen, deshalb ist das unser Favorite. Definitiv. So, ja, 0-100, also ich weiß, ein Kunde von uns hat das schon mal gemessen, auch auf der Straße mit Serienbereifung, also liegt man so bei um die 3 Sekunden, 3 glatt, 3,1, 3,2. Mit welchem Motor war das? Auch hier so einer EA888 Gen 3 Deco 381. Wie viel Dampf? 500. 500. Ja. Und ja, also was Gleiches erreicht man mit den 600, 650 PS auch. Also wir fahren bei den Autos ja Boost by Gear, also wir fahren jetzt ja nicht im ersten Gang den gleichen Ladedruck wie im letzten Gang. Deswegen tut sich da nicht besonders viel. Klar, wenn man jetzt eine geklebte Strecke hätte oder man ist auf dem Flugplatz und fährt das gleiche mit Toyos und so, dann wird das mit Sicherheit auch schneller gehen. Dann wird man mit Sicherheit eine 2.8 oder vielleicht sogar noch schneller fahren können. Haben wir aber bisher, wie gesagt, nie großartig ausprobiert und nie den Fokus drauf gelegt. Ja, 100, 200. Also 100, 200 weiß ich bei unserem eigenen Golf, den sind wir mal 5,5 gefahren. Ein anderes Kundenauto mit einer bisschen abgespeckteren Version, das war noch relativ zur Anfangszeit, das war, würde ich sagen, die erste schnelle Zeit, die wir wirklich mit zum Golf gefahren sind, war eine 5,7. Der war damals aber voll ausgestattet auf 20 Zoll Regen mit Panoramaschiebedach und ja, alles was dazugehört. Halt im Prinzip ein voll ausgestattetes Auto. Man muss dazu sagen, uns ist das ein bisschen leichter. Wir haben kein Panoramaschiebedach, wir haben die normale Stoff-Alcantara-Ausstattung und ja, war für uns damals aber auch schon klar und vor allem auch leichtere Räder und solche ganzen Sachen. Mit wie viel hatten wir den gemessen? Leistung? Den mit der 5,7? Ja. 5,7 hatten wir mit 603 gemessen. Haben wir aber später nochmal gemessen bei kälterem Wetter, weil an dem Tag, als wir den gemessen haben, geprüft haben, waren es so um die 28, 30 Grad. Genau, draußen. Und ja, als wir dann nochmal gemessen haben, als es kühler war, hatte er so um die 630. So, unser hat ein bisschen mehr Leistung. Also ich denke mal, unser liegt so bei 650 plus, wenn er unsere Rennversion drauf hat mit der richtigen Programmierung. Ja. So, VMAX. Noch ganz vergessen. Wir haben einen Kunden, ja, der fährt gerne mit seinem Auto und auch immer schnell lange Autobahn. Er sagt, er ist mit seinem Auto schon 344 gefahren. Da ist der Gang aber lange noch nicht zu Ende. Der 7. Gang ist sehr lang übersetzt bei den Autos. Haben die mit Absicht gemacht, dass man auf der Autobahn den 7. Gang schaltet und bei wenig Drehzahl fährt, um natürlich halt wenig zu verbrauchen. Deswegen ist er halt dementsprechend lang übersetzt. Auto war so schnell, dass wir den sogar aerodynamisch umrüsten mussten. Ne? Ja, stimmt. Dem haben wir hinten einen anderen Flügel drauf gemacht. Der normale Flügel hinten, abrisskante Heckdeckel hat nicht ausgereicht. Dem haben wir vom Clubsport S. Clubsport S, genau. Heckklappe und Flügel drauf gebaut. Ja. Und seitdem liegt das Auto auch bei 3,44 wie eine 1. Vorher hat er gesagt, hat er so ein bisschen Angst gehabt bei der Geschwindigkeit, aber seitdem sagt er, würde mit einer Hand gehen. Also das ist empfehlenswert. Aber ist natürlich auch wichtig die Kombination. Also wenn du einen Flügel drauf machst, bringt dir das ja schon was, aber nicht ganz so viel. Du musst natürlich auch an der Front angreifen. Es muss natürlich aerodynamisch die Balance muss immer da sein. Genau. Jo. Jo. Ja. Okay, VMAX auch soweit abgehakt. Gutachten auch für Variant. Also, mit dem Gutachten ist ja ganz kompliziert. Wir haben viele Anfragen von Seat-Fahrern, von GTI-Fahrern und allen, die ja im Prinzip den gleichen Motor drin haben wie der Golf 7R. Also auch den 888 Gen 3. Mit dem Gutachten hatten wir schon in einem anderen Video erklärt, ist ganz kompliziert, bezieht sich immer nur auf einen einzigen Autotyp. Vielmehr auf eine EG-Zulassungsnummer. So, und weil die eben bei allen Autos unterschiedlich ist, gilt eben unser 500 PS Gutachten nur für den Golf 7R. Allerdings auch als Variant, weil der ist nämlich in der EG-Zulassungsnummer mit drin. Nicht für andere. Dann Haltbarkeit, Deco 381. Ach, davor warst du nochmal, aber da können wir gleich eben machen. Dann springen wir einmal hin und her. Also Haltbarkeit Deco 381. Für die sich nicht so ganz gut damit auskennen, es gibt ja verschiedene Getriebetypen in den Autos. In den Vor-Facelift-Modellen ist normalerweise das Deco 250 Getriebe verbaut. Das heißt, es ist das 6-Gang-Getriebe. Und dann gibt es halt in den Facelift-Modellen das Deco 381. So, ist Hast du eigentlich schon mal erklärt, wie das zustande kommt, Deco? Deco? Direktschaltgetriebe quer eingebaut. Ja. Nee, und die anderen heißen die anderen MQ, genau, manuell quer. Ja, klar. Ja. Also DQ sind immer die Doppelkupplungsgetriebe, die DSG-Getriebe. Ja, gibt ja zum Beispiel das DQ 500, wie es in den TTS oder RS3 ist. Und ich meine auch in dem Tiguan 2 Liter
Diesel irgendwas, ja, genau, da ist das auch drin. Gibt es natürlich auch wiederum als MQ, als Handschalter, also da gibt es hunderte verschiedene Getriebe, die man da benutzen kann. Naja, auf jeden Fall das Deco 381, Haltbarkeit müssen wir sagen, toi toi toi, bisher sehr gut. Wir hatten Das ist eins der richtigen Gutbauteile in dem Auto, oder? Ich sag gerne, das ist so der kleine Bruder von dem Deco 500, weil bisher wir haben keins kaputt gemacht. Wir haben jetzt in dem 780 Newtonmeter als Maximalleistung gemessen und ich würde sagen 780 Newtonmeter ist ja schon ein großer Sprung von, was haben die, 380, 400 Serie, also fast Verdoppelung, nie was kaputt gegangen. Das Einzige, muss die Kupplung. Genau, Kupplung muss man machen, die bauen wir auch hier im Haus, also falls da Bedarf danach ist, kann man uns auch gerne eine E-Mail schreiben, wir verkaufen die auch einzeln. Fertig, komplette neue. Man kann uns aber eine alte schicken zum Überholen, geht Und genauso. die machen wir für DQ 381 und auch DQ 250. Genau. Ja, das zu dem Thema Haltbarkeit DQ 381, also bisher keins kaputt gegangen. Ach, DQ 250, die gehen relativ gerne kaputt. Da haben wir schon, also wir selber noch keins, aber für den wir ab und zu mal Kupplung bauen. Die Kupplungen gehen gerne kaputt. Ja, und die sind empfindlich. Ne, DQ 250 haben es auch schon kaputt gemacht. Ja, immer zweiter oder dritter Gang immer abgerissen. Trotz dicker Kupplung gehalten, Getriebe aufgegeben. Man kann die Autos auch auf DQ 381 umrüsten, ist aber relativ aufwendig, geht aber. Man braucht auch viele Teile, geht aber selbst mit dem Front-Wheel-Drive-Fahrzeug. Also man könnte selbst, sag ich mal, du hast einen Seat Leon, Cupra, DQ 250 Front-Wheel-Drive, kannst du theoretisch das DQ 381 einbauen. Ich meine, das gibt sowieso schon im Front-Wheel-Drive-Auto. Ich glaube, die GTI Club Sport, ich glaube, die haben alle das DQ 381 Front-Wheel-Drive. Also das funktioniert theoretisch auch alles. Kriegen wir zusammen. Genau. So, dann hattest du hier noch die Frage über mir. Genau. Preise wird immer ganz oft angefragt, ist klar. Also die Preisspanne ist relativ weit. Die beginnt bei unserem ganz kleinen Kit, Stage 1 380 PS, wirklich komplett seriennah mit Elektronik für Motor und Getriebe, mit einer anderen Downpipe und mit einem anderen Luftfilterkasten. Da geht es los bei 3,9 plus Montage. Und geht dann rauf bis 750 PS bis 59.900 plus Montage. Ja, also die Spanne ist irre weit. Und weil man immer nicht genau weiß, wer hat was an seinem Auto schon dran, ist schon ein Auspuff dran, ist schon was weiß ich was dran, eine Downpipe drin, ist uns eigentlich lieber, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an die info@9ff.com oder an die service@9ff.com und dann machen wir ein Angebot dazu. Wir schicken dann einmal unsere Preisliste raus. Genau, die hast du da. Genau, ich habe die hier. Einmal hoch. Ja. Also, so sieht es aus. Die schicken wir dann einmal standardmäßig raus. Da steht dann im Prinzip zu jedem Umbau halt was drin. Ne? Also so, und wenn dann jemand eben schon was hat, dann gucken wir, dass wir das rausgerechnet kriegen, damit dann jeder auch seinen speziellen Preis kriegt. Ja. Viele Leute sind auch mal sehr enttäuscht, wenn sie sagen, ja, ich habe schon dies und das und jenes bei mir im Auto dran. Ja, es gibt so viele Sachen durch Hören und Sagen, die im Internet so rumpausaut werden, die dann gerne gekauft werden. Also ein paar Markennamen, die ich jetzt nicht nennen möchte. Das sind immer die leicht anzubauenden Teile. Genau, die leicht anzubauenden Teile, das sind so diese Starterpakete, wie wir sie gerne nennen, von so großen Namen, die man öfter mal liest bei Porsche, VW und was weiß ich wo, ist in der Regel leider echt Schrott. Also das funktioniert dann für eine Stage 1 oder für eine Stage 2. Aber wenn es daraus hinausgeht, bauen wir das in der Regel alles wieder aus, weil es nicht funktioniert. Die sind fast immer nur für einen Serienmotor gemacht und für Serienleistung vielleicht für maximal für ein Chip-Tuning. Aber wenn man dann von 300 oder 310 PS auf 500 will, dann reicht die standardmäßige Auspuffanlage da zu 99% nicht aus. Klar, oder halt, ist einfach nicht ausgelegt. Klar, oder wie gesagt, es gibt ja auch so Upgrade-Sachen, die ja gerne verbaut werden, wie so ein anderer Ladeluftkühler und solche ganze Zeug. Ne? Das meiste taugt davon echt nichts. Genau. Ja. So, dann hatten wir hier EA113, EA888, Gen 1, Gen 2 und Gen 3. Welches ist euer Lieblingsmotor? Also Gen 1-2 ist ja der gleiche Motor, das ist ja der im Golf 6 GTI drin ist. EA113 ist ja Golf 5 GTI oder Audi S3 8P zum Beispiel. Die fahren ja mit den Motoren. Und EA888 Gen 3 ist der in den Autos drin ist. Also, ja, es ist schwer zu sagen, welcher der persönliche Lieblingsmotor ist. Also Für mich nicht. Erzähl. Ja, nein, also klar, jeder hat seine Vor- und seine Nachteile. Also der EA888 Gen 3, würde ich sagen, hat den besten Motorblock mit den dicksten Hauptlagerböcken und verschraubten Lagern von der Seite, von unten und von der Seite. Das ist natürlich schon sehr cool. Was natürlich scheiße ist, dass der Motor halt die Ausgleichswellen drin hat. Das heißt, du hast träge Masse, die du immer mitbewegst, ne? Und das einfach nur für ruhigeren Leerlauf. Und der Zylinderkopf taucht nichts. Genau, der Zylinderkopf ist auch Schrott, muss man ehrlich leider sagen.
sagen, mit dem Krümmer, der im Zylinderkopf drin ist. Man schraubt ja nur noch den Turbolader an den Kopf dran. Die Abgaswege sind unterschiedlich lang, sie sind schlecht geführt und man bekommt halt seinen Abgas aus dem Kopf gar nicht weg. Es wird alles viel zu heiß. Es wird viel zu heiß. Alles verzieht sich, für Tuning komplett ungeeignet, das Ding. Ja. So, dann gibt es natürlich den Gen 1-2, der so wie im Golf 6 GTI. Der ist natürlich schon deutlich besser. Hat natürlich den Vorteil, weil der hat noch einen richtigen Zylinderkopf, ne, wo man Krümmer an den Zylinderkopf dran schraubt und dann erst den Turbolader. Also der Motor ist schon, traurig zu sagen, aber eigentlich besser, schon als der Gen 3. Und mein persönlicher Favorit ist der EA113, weil es noch wirklich ein, ich sag jetzt mal, frechen Eisenschwein ist. Ne? Der wurde so konstruiert, dass er ewig hält, dass er lange funktioniert und einfach gefahren wird. Davon habe ich auch schon zig Motoren umgebaut, immer privat für uns. Sämtliche GTIs und S3s und was weiß ich schon, alle möglichen Ausbaustufen. Fahren alle von Anfang an, obwohl sie als AXX vom Band gekommen sind mit 200 PS, mit 500 PS durch die Gegend, mit minimalem Umbau und fahren und fahren und fahren und fahren. Probleme. Und daraufhin haben wir gedacht, oh, das machen wir mit dem 888 Gen 3 ganz genauso, machen wir genauso. Ja, Pustekuchen. Lichtjahre dazwischen. Also mein Favorit ist das auch, der 113. Ja, also der 113 ist definitiv der beste. Was mir noch lieber wäre, wäre ein 1.8T mit einem 4-Ventiler-Kopf. Ich glaube, das könnte noch besser sein. Ich mache ja auch 1.8T, also ist auch eine schöne Sache. Aber ich glaube, ein 1.8T mit 4-Ventiler-Kopf wäre natürlich noch geiler. Aber ist ja quasi der EA113. Der Block ist ja fast identisch. Ne? Kopf ist anders, gerade auch wegen der Hochdruckanlage. Aber das war es ja auch eigentlich. Ja, haben wir das auch geklärt. Zu wenig Fahraufnahmen habe ich hier. So, dazu muss ich leider sagen, wir sind natürlich immer sehr begrenzt mit unserer Zeit. Ist für uns auch schon mal aufwendig, dass wir uns dann jetzt hier hinsetzen und sagen, wir nehmen uns mal 10 Minuten, um das hier zu filmen. Man sieht immer ja nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde, wie wir vor der Kamera sitzen. Da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Wir müssen uns hier vorbereiten, wir müssen gucken, dass hier auch vernünftig sauber ist. Klar ist es sowieso, aber es bleibt ja nicht über, dass irgendwo mal ein Fleck oder was weiß ich was ist. Das heißt, erstmal Kärchern, Autos umschieben. Ne, die Jungs müssen hier mal eben 10 Minuten, Viertelstunde unterbrechen, dass wir mal hier ein Video machen können. Also es ist schon immer ein bisschen umfangreicher und dann vor allem keine Fahraufnahmen. Wir müssen das Auto sauber machen, wir müssen uns da reinsetzen, wir müssen losfahren, die Kameras und so weiter und so fort. Wir müssen eine gute Strecke finden, wo wenig Verkehr ist, wo man auch fahren darf. Genau, wir müssen den richtigen Tag abpassen. Es muss gutes Wetter sein. Also es sind sehr viele Faktoren, die da mal zusammenkommen. Und an unserem Auto wird ja auch oft rumgeschraubt. Weil wir suchen immer noch nach Verbesserung und Optimierung. Ja, das heißt, dann hast du einen tollen Tag, dann stehst du gerade auf der Bühne und hat keine Räder dran. Genau. Oder kein Motor drin. Genau. Und dann ist alles fertig. Reifen oder was weiß ich was. Und dann ist alles fertig. Ja, und dann regnet es. Genau, es wird erst mal 2 Wochen regnen. Also geben wir uns Mühe, verbessern wir. Ne? Aber Fahraufnahmen kommen jetzt ja wenigstens ein paar. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Wir hatten ja glücklicherweise Besuch hier, so ein paar Freunde von mir. Und die sind gefahren, haben ein paar Aufnahmen mit den Autos gemacht. Und ich denke mal, die werden wahrscheinlich auch noch in diesem Teil zu sehen sein. So, nächste Frage. Original Motorsteuergerät? Fragezeichen. In den meisten Fällen original Motorsteuergerät und original Getriebesteuergerät als Basis, was dann umprogrammiert wird. Hat einfach den Vorteil, die Autos sind dann am seriennahesten. Das heißt, Leerlauf, Kaltstart, Abgasverhalten, alles komplett wie Serie. Euro 6 Einstufung bleibt, Abgasqualität bleibt und so weiter. Geht bei allen Stufen bis 600 PS. Darüber hinaus wird es ein bisschen eng. Da kommt das Steuergerät dann langsam an seine Grenzen, das Motorsteuergerät. Und deshalb müssen wir bei unserer größten Stufe auf ein frei programmierbares Steuergerät umrüsten. Wir verwenden dabei das Syvecs-Steuergerät aus England. Haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Sind wir auch übrigens Stützpunkthändler. Also falls man irgendwelche Teile für Syvecs braucht, kann man sie auch gerne über uns bestellen, da wir immer in direkten Kontakt mit denen stehen. Verwenden wir auch in allen unseren großen Porsche-Umbauten, haben da also eine große Erfahrung, programmieren alles selber. Brauchen keinen von irgendwoher zu holen, der uns das macht, sondern geht alles hier bei uns im Haus. Für Golf, für Porsche, für andere Modelle auf Anfrage auch, wenn wir da mal was sollten. Haben wir auch schon mal Ford gemacht und Subaru und solche ganzen Klamotten. So ein paar einzelne Dinge haben wir da schon gemacht, aber das geht in vielen Autos, das Steuergerät, und ist sehr schön zu programmieren. Funktioniert auch gut mit den Doppelkupplungsautos, was auch ganz wenige Steuergeräte können. Ja. Und weil es CAN-kompatibel ist mit dem Seriensteuergerät, bleiben auch alle weiteren Funktionen im Auto komplett erhalten. Klima, Radio, Navi, Fenster gehen noch weiter rauf und runter und so weiter und so weiter. Alles bleibt erhalten. Ja.
Gibt nur einen ganz großen Nachteil am Cybex-Steuergerät. Wenn man das Cybex einbaut, wenn man zum TÜV mal fahren muss, kann er halt kein Motorsteuergerät finden, kann keine Abgasmessung fahren. Das heißt natürlich, man würde durchfallen. So, das heißt, wenn man ein Cybex-Steuergerät verbaut hat, ist es eigentlich für normalen Straßengebrauch nicht legal. Das heißt, wenn man dann das trotzdem damit durch die Gegend fahren möchte und fährt dann zum TÜV oder beziehungsweise zur Hauptuntersuchung, wie auch immer, wird man zu 99,9% durchfallen. Also man muss dann immer wieder auf das Seriensteuergerät umrüsten, damit man dann theoretisch zum TÜV fahren könnte. Genau, deshalb verwenden wir auch bis 600 das Originalsteuergerät, weil das sind eben die Versionen, die auch auf der Straße gefahren wird. Bei so einer 750 PS Version gehen wir eigentlich davon aus, dass das nicht im Straßenverkehr betrieben wird, sondern eigentlich mehr zu Beschleunigungsrennen, Motorsport, Spaßveranstaltungen, was auch immer. Ja. Hat halt auch den großen Vorteil Cybex, man hat einen Map-Switch. Das heißt, man kann verschiedene Programme fahren mit verschiedener Spritqualität. Hat natürlich den Vorteil, dass man sagt, ich fahre jetzt heute, weiß ich nicht, ins Ausland, bekomme dann aber nur 98 Oktan schlechten Sprit. So, dann fährt man nur auf Map 1 oder 2 mit wenig Ladedruck, wenig Zündung, dass man halt den Motor nicht überlastet. Wenn man aber sagt, ich fahre jetzt auf meine Rennveranstaltung, ist der Tank leer, man kippt da einfach Rennbenzin rein, dreht aufs größte Map. Ne, richtig viel Zündung, richtig viel Ladedruck, hast durch dein Rennbenzin halt eine hohe Sicherheit wegen Klopfen und Abgastemperatur und dann kann man da wieder Spaß haben und kann dann halt so halt Leistung hin und her drehen, wie man lustig ist. Das ist schon ganz cool. Zum Beispiel auch solche Sachen wie Anti-Lag-System, ne? Das heißt, ja, man kann so Feuer machen, das knallt, ne? Pops and Pangs und solche ganzen Sachen. Also da kann man schon viele schöne Sachen machen, Rolling Boost und ja, was sonst mit dem Seriensteuergerät auch funktioniert, aber eher schwierig ist. Wo du gerade über unterschiedliche Benzinqualitäten geredet hast, können wir vielleicht darauf eingehen. Eine Frage war auch Leistung mit E85. E85 Methanol, 85% mit 15% normalem Super Plus oder was auch immer gemischt, hat eine hohe Oktanzahl, ist also gut für die Leistung. Oktanzahl also um die 110, 114. Kann man toll programmieren, alles super. Aber man hat einen etwa 40-prozentigen Mehrverbrauch. Und der 40-prozentige Mehrverbrauch muss natürlich durch größere Düsen und größere Pumpen im Tank und alles Mögliche sichergestellt sein, dass man auch eben genug Sprit zur Verfügung stellen kann. Und das ist bei den normalen Golf 7Rs schon eher ein Problem, weil die Benzinanlage nicht gerade überbemessen ist. Das heißt, wenn ich da jetzt nichts verändern würde und würde E85 reinkippen und das Ganze nur einfach umprogrammieren, dann wäre ich bei einer maximalen Leistung vielleicht von 300 PS, weil dann ist mein Spritsystem am Ende. Das heißt, da hätte ich nie wirklich viel gewonnen. Es lohnt sich also nur, wenn man massiv umbaut am Auto. Und gerade Tankanlage ist eher schwierig zu bauen bei den Autos, weil der Tank schlecht zugänglich ist. Die beiden Öffnungen, die drin sind so klein, dass ich sehen möchte, wer da drin mit 2 Händen arbeiten kann. Ja, habe ich schon gemacht, ist aber schlecht, dann sie wieder rauszubekommen. So sieht's aus. Darfst du auch nichts in der Hand haben, nicht wie der Affe im Käfig. Ne? So ähnlich ist das dann. Also das ist schon eher eine Katastrophe. Das heißt also von E85, wir haben es in dem Auto noch nicht probiert, wir haben es bei Porsche schon mehrfach probiert, ja. Aber im Golf haben wir es noch nicht gemacht, weil einfach die Hürden zu groß sind, um dann ein vernünftiges Ergebnis rauszukriegen. Ja, und vor allem ein ganz großer Nachteil an dem E85 ist halt, man verbrennt ja den Kraftstoff im Motor und Rest, also Kraftstoff, der überbleibt, geht ja auch ins Öl über. So, und wenn du halt Ethanol im Öl hast, hast du Alkohol im Öl, das verdünnt das Öl. Das heißt, deine Ölqualität lässt sehr schnell ganz doll nach und ja, dementsprechend hast du dann schneller hohe Reibung, weil halt dein Öl einfach nicht mehr richtig seine Qualität weiter aufrecht behalten kann. Und ja, das heißt, es kann natürlich über kurz oder lang zu Motorschäden führen, wenn man dann nicht regelmäßig seinen Ölwechsel macht. Genau. Dann haben wir die auch abgehakt gehabt. Ja. Okay, dann haben wir hier Antriebsstrang. Genau, Antriebsstrang. Also Antriebsstrang muss eigentlich nichts großartig angepasst werden. Also wir haben bisher keine Probleme damit gehabt. Klar, Kupplung gehört ja auch zum Antriebsstrang, das muss definitiv gemacht werden. Aber sonst wird noch keine abgerissenen Antriebswellen oder Kardanwelle, die sich verdreht hat. Also toi toi toi. Glücklicherweise eins der guten Sachen in dem Auto, die auch funktionieren. Antriebsstrang funktioniert. Ja. Aber weißt du, von Beschleunigungsrennen, die Viertelmeilenrennen, wie viele Leute fahren da mit DQ 250 mit 1000 PS und mit 4Motion-Antriebssystem im Prinzip ohne große Änderungen und fahren da Hammerzeiten mit, zig Läufe. Also die Sachen Allradantrieb und Antrieb insgesamt sind bei VW scheinbar von einer anderen Abteilung ausgelegt als der Motor. Die Sachen hauen richtig hin. Die Sachen hauen auf jeden Fall richtig hin. Ja,
Golf 7, habt ihr was? Kommt da was? Ja, also Golf 7, das haben wir auch schon gemacht, also GTI, sorry, Golf 7 GTI, ja, haben wir auch schon gemacht. Wir haben sogar einen Mitarbeiter, der einen fährt von uns mit um die 400 PS, Auspuffanlage und Downpipe und sowas von uns. Also haben wir auch alles im Programm, haben wir aber nie den großen Fokus drauf gelegt, aus dem einfachen Grund, weil, ja, wie soll ich das sagen, ein frontangetriebenes Auto mit mehr als 400 PS ist für den einen oder anderen sehr unangenehm zu fahren. Man bekommt die Leistung nicht wirklich auf die Straße aus, wenn man fährt mit Toyos und was weiß ich was. Und ja, ich halte den Umbauaufwand zu groß, um wirklich Spaß damit am Schluss zu haben. Und ja, wie gesagt, der Golf R bekommt seine Leistung einfach besser auf die Straße. Man kann es besser verpacken, verarbeiten, man ist sicherer damit unterwegs. Und deswegen kam für uns hauptsächlich eigentlich nur der Golf R in Frage. Aber klar, auf Anfrage, wenn man was bestellen möchte für den Golf 7 GTI, gerne anfragen. Haben wir genauso Teile im Programm, können wir auch liefern. Genauso wie für die anderen. Genau. Cupras Genau, und so weiter, genauso. was es Ja, da alles so die gibt, MQB Skodas und so ist da weiter. Zum Glück ja, alles gleich, fast. So, was haben wir dann noch so? Wie sieht es mit dem 1000 PS, mit 1000 PS in einem Golf aus? Das ist ja eine meiner Lieblingsfragen. Also 1000 PS würde ich mal sagen, ist bei 2 Litern, weil wir machen nicht den, aus meiner Sicht Quatsch, wie andere das machen, einen 5-Zylinder oder einen 6-Zylinder oder irgendwas einzubauen. Der Golf fährt nur vernünftig, wenn da vorne ein 4-Zylinder drin ist und nicht irgendwas anderes, weil der Rest ist alles viel zu schwer. So. Auf Basis 2 Liter, die man auch nicht aufbohren kann, weil sonst wird der Abstand zwischen den Zylindern und die Wand zwischen den einzelnen Zylindern viel zu gering für eine Zylinderkopfdichtung. Bei 2 Litern ist 1000 PS einfach unrealistisch, weil das wäre eine Literleitung. Ja, für einen Formel-1-Motor, aber nicht für einen Motor. Mit Also nicht für ein Straßenauto. So. Für ein Straßenauto definitiv Aber nicht. wir Wenn man sich bauen einen ja- Dragster bauen möchte, dann ja. Ja, wir können einen Dragster bauen, können wir mit 2000 PS bauen. Aber wie viele Dragster-Rennen hält der dann? 2 und dann braucht man einen neuen Motor. Also, ich sag mal, für ein Auto, wir müssen ja nur als Hersteller auch irgendwas wie eine Gewährleistung geben. Genau, wir müssen Gewährleistung und Garantie geben. Also für einen Motor mit Gewährleistung und Garantie können wir 1000 PS nicht verkaufen. Das können wir ausschließen. Also, ich sag mal, mit ganz viel Glück und einem Riesenumbau würde ich 800 PS als realistisch erachten. Das, glaube ich, könnte man schaffen. Deshalb, wir haben jetzt eine 750er Stufe im Programm. Vielleicht kann man da hier und da noch ein bisschen was feilen. Turboladertechnik wird ja auch immer besser. Das heißt, die Effizienz wird da besser und alles. Da würde wahrscheinlich was gehen. Aber eben offiziell 500 PS mit TÜV-Gutachten. 800 ist eigentlich nur Motorsport. Oder für zu Hause auf dem Grundstück fahren. Aber für den Straßenverkehr ist das mal eher nichts. Ja. Aber ist schon mein Anliegen, ich würde schon gerne auf Basis 2 Liter schon gerne den stärksten Golf überhaupt bauen. So, sind wir dran, läuft immer das Projekt ununterbrochen, entweder nur im Kopf oder manchmal auch mit den Händen. Aber wir sind dran, Neuigkeiten kommen. So, dann habe ich hier noch eine Frage, wie sieht es aus mit Schalter? Also wir haben bisher noch keinen Schalter gemacht. Ich habe aber letztens eine Anfrage erhalten. Also interessant wäre das ganze Thema, keine Frage. Ich denke mal, über lange oder kurz wird ein Auto mal kommen, wo wir was machen mit Schalter, definitiv. Ja. Hier jetzt auch noch eine Frage, die hatten wir noch gar nicht. Kannst du sagen, ob du das machen willst oder ich das machen will? Ach so, ja, kann ich machen. Du warst jetzt ja gerade dran. Und zwar ist eine Frage, andere Hersteller, Tuner, bieten eine ähnliche Leistung viel, viel günstiger an oder mit viel weniger Umbauaufwand. Mach alles sein. Als wir vor zig Jahren mit Porsche angefangen haben, haben wir uns immer gewundert, warum können die amerikanischen Porsche-Tuner einen 1000 PS-Umbau so günstig anbieten. So. Dann haben wir uns einfach so einen Umbau auch mal anbieten lassen. Dann stand da drin in dem Umbau Turbolader, Krümmer, Auspuffanlage, kostet, ich sag mal einfach was, $9.900. Und im Kleingedruckten steht dann drin, das funktioniert natürlich nur mit Motorverstärkung. Und dazu muss der Motor aufgemacht werden und dazu braucht man dann auch noch eine Kupplung und man braucht Pleuel und Kolben und dieses und jenes. Der Umbau kostet ja dann nochmal $40.000. So. Oft ist es so, dass in den Angeboten nicht alles drin ist. Und das finde ich absolut unseriös. Wenn man dann sagt, ja, wir hängen da nur einen dicken Lader dran. Gut, und eine Programmierung, kostet 4.000 €. Dass man dann aber auch vielleicht noch eine große Benzinpumpe einbauen muss und einen Ladeluftkühler und einen anderen Auspuff braucht, ist dann wieder gar nicht mit dabei. Deshalb ist das manchmal so ein bisschen verwirrend. Wenn wir was anbieten, ist das immer das ganze Paket. Man kann dann zwar vielleicht noch was dazu kaufen, aber das, was man dazu kaufen kann, braucht man nicht zwangsläufig, um diese Leistung zu erreichen. Und das ist eben bei vielen anderen Angeboten anders.
Das ist eher unseriös aus meiner Sicht, aber so ist das mit der vergleichenden Werbung und allem. Können wir leider nichts gegen machen. Am besten die Sachen wirklich anfragen, Listen miteinander vergleichen, wer liefert was, ist da wirklich alles dabei oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst eine Sache noch, wo wir jetzt gerade nämlich hier sitzen. Und wir haben ja gerade über das ganze Thema gesprochen, großer Umbau, großes Auto. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, nachdem wir jetzt viel Entwicklung und viele Stunden in das Auto investiert haben, dass wir unseren Golf abgeben. Unser Golf wird verkauft. Wir kaufen ein neues Projekt, geht nämlich weiter auf dem Thema Golf-Plattform. Wir wollen ja starken Vierzylinder bauen. Vielleicht mit einem anderen Vierzylindermotor, vielleicht mit dem Motor. Mal gucken, werden wir dann sehen. Ja, also falls jemand Interesse hat an unserem Golf oder danach sucht, am besten, wie vorhin schon mal erwähnt, einfach mal eine E-Mail schreiben an die info@9ff.com. Können wir gerne ein paar weitere Informationen zu dem Auto zukommen lassen, was der Preis ist und ja, wie wir da verfahren. Also wir können das Auto auch ins Ausland verkaufen, der muss nicht unbedingt in Deutschland verkauft werden, das ist uns ziemlich egal. Ganz genau, dadurch, dass alles eingetragen ist, kann der auch im europäischen Ausland überall zugelassen werden. Ja. Ist in Deutschland zugelassen, das Auto mit 500 PS Umbau eingetragen. Mit Fahrwerk, mit Karosserieumbau, mit allem drum und dran. Also das Auto ist 100% legal, kann überall so bewegt werden. Das Einzige, was wir behalten, was man in dem einen oder anderen Video schon gesehen hat, da sind ja so schöne blaue Recaro Pole Position drin. Die Sitze können wir nicht abgeben, die gehören nämlich zur Firmengeschichte. In die Sitze hat mein Papa nämlich reingepupst, als er 409 gefahren ist. So ist es. Die kommen aus dem ersten GT9, der wir leider dann verunfallt haben. Karosserie gibt es zwar noch krumm, aber die Sitze haben astrein überlebt und die verfolgen uns jetzt eigentlich so in jedes unserer Lieblingsautos. Ne? Ja, vor allem in jedes Blaue, was du dir mal baust. So, genau. Also das heißt, die bleiben hier. Wer unbedingt so ähnliche Sitze haben will, kann die kriegen von uns, aber die bleiben hier. So, ja, dann hoffe ich mal, euch hat das Video gefallen. Jetzt kommen nämlich noch ein paar schöne Fahraufnahmen von dem Tag, als mein Besuch hier war. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.